Dieses Video demonstriert exemplarisch den Ablauf der 7 TRE-Übungen. Bitte üben Sie achtsam und folgen Sie dabei Ihrem eigenen Rhythmus. Sie brauchen eine freie Wand und eine rutschfeste Unterlage. Stellen Sie sich auf beide Füße, Knie leicht gebeugt. Kippen Sie die Füße auf eine Seite. Sobald sich die Position nicht mehr angenehm anfühlt, kippen Sie Ihre Füße zur anderen Seite. Ihre Körperempfindungen leiten Sie dabei. Immer wenn es sich nicht mehr angenehm anfühlt, ändern Sie die Position und kippen Ihre Füße in die andere Richtung. Hineinspüren. Mit Achtsamkeit. Üben Sie im eigenen Tempo. Bewegen Sie sich von einer Seite zur anderen. Sie können bei der Übung die Augen offen oder geschlossen haben, wie Sie mögen. Sie machen das, was sich für Sie gut anfühlt. Wiederholen Sie das Kippen der Fußgelenke 4 bis 8 Mal auf jede Seite. Wenn Sie beim Üben müde werden oder keine Lust mehr haben, hören Sie auf. Zum Beenden der Übung 1 schütteln Sie Ihre Beine und Füße sanft aus und spüren Sie einen kurzen Moment nach. Stützen Sie sich mit einer Hand an der Wand ab. Stellen Sie sich auf ein Bein. Heben Sie Ihre Ferse in die Höhe und senken Sie die Ferse wieder auf den Boden ab. Achten Sie auf ein leicht gebeugtes Knie. Wenn sich Ihre Waden angespannt anfühlen oder wenn sich das Üben insgesamt nicht mehr gut anfühlt, schütteln Sie das Bein sanft aus, wechseln Sie auf das andere Bein. Heben und senken Sie Ihre Ferse. Versuchen Sie, Ihren Oberkörper dabei ganz entspannt zu lassen. Achten Sie darauf, regelmäßig zu atmen. Beenden Sie die Übung, wenn Sie Anspannung in Ihrer Wade spüren oder wenn sich das Üben nicht mehr angenehm anfühlt. Schütteln Sie beide Beine sanft aus und spüren Sie einen Moment nach. Platzieren Sie Ihre Hände nah bei Ihren Zehen auf dem Boden. Stellen Sie Ihr Gewicht auf ein Bein. Strecken Sie das Standbein, um die Muskeln in Oberschenkel und Gesäß zu spüren, und setzen Sie sich mit Ihrem Gesäß auf einen imaginären Hocker hinter sich. Strecken Sie Ihr Standbein wieder. Führen Sie diese Hinsetzbewegung so aus, bis Sie Ihre Muskeln in Oberschenkel und Gesäß deutlich spüren. Kopf und Nacken lassen Sie bei dieser Übung bitte ganz entspannt hängen. Ist Ihnen dies nicht möglich, finden Sie Alternativen im Buch. Schütteln Sie die Beine sanft aus und wechseln Sie dann auf das andere Bein. Hände wieder auf den Boden, nah bei Ihren Zehen. Strecken Sie das Standbein, um die Muskeln in Gesäß und Oberschenkel zu spüren, und setzen Sie sich mit dem Gesäß auf den imaginären Hocker hinter sich. Achten Sie besonders darauf, den Kopf immer wieder loszulassen und entspannt hängen zu lassen, während Sie diese Hinsetzbewegung langsam wiederholen. So lange, bis Sie entweder Spannung spüren oder sich das Üben nicht mehr angenehm anfühlt. Richten Sie sich dann langsam auf, schütteln Sie Ihren Körper sanft aus und spüren Sie einen Moment nach. Stellen Sie sich auf beide Füße. Füße parallel, leichte Grätsche. Knie leicht gebeugt. Senken Sie Ihren Oberkörper langsam nach vorne unten ab, bis die Hände den Boden berühren. Atmen Sie bewusst, am besten mit offenem Mund. 3 Mal langsam und möglichst lange aus. Wandern Sie dann mit Ihrem Oberkörper auf eine Seite, ohne die Beinstellung zu verändern.
So auf der Seite spüren Sie eine leichte Dehnung der Rippen. Atmen Sie in dieser Position wieder 3-mal möglichst lange mit offenem Mund aus. Dann wandern Sie mit Ihrem Oberkörper auf die andere Seite, wieder ohne die Beinstellung zu verändern. Atmen Sie wieder 3-mal möglichst lange mit offenem Mund aus. Mit dem Oberkörper wieder in der Mitte strecken Sie Ihre Arme zwischen Ihre Beine nach hinten. Dehnen Sie die Hände, die Finger ganz auf und ziehen Sie Ihre Arme dabei nur sanft nach hinten. Atmen Sie auch in dieser Position 3-mal möglichst lange aus. Dann lassen Sie den Oberkörper entspannt hängen und richten sich langsam auf. Langsam mit regelmäßigem Atem und wenn Sie mögen auch mit Abstützen. Schließen Sie die Übung ab, indem Sie den Körper ganz sanft ausschütteln und wieder einen kurzen Moment nachspüren. Stellen Sie sich auf beide Füße, Füße parallel, etwas mehr als schulterbreit. Gehen Sie deutlich in die Knie, kippen Sie Ihr Becken, drücken Sie mit Ihren Händen Ihr Becken noch etwas weiter nach vorn und stützen Sie sich mit den Händen ab. Atmen Sie so 3-mal möglichst lange durch den geöffneten Mund aus. Drehen Sie dann die Schultern in eine Richtung, bis es nicht mehr weitergeht. Legen Sie den Kopf etwas mehr nach hinten für mehr Dehnung. Öffnen Sie Ihre Augen und schauen Sie so weit nach hinten, wie Sie können. Atmen Sie 3-mal möglichst lange durch den geöffneten Mund aus. Dann drehen Sie zuerst den Kopf mit geöffneten Augen langsam wieder nach vorne, dann lassen Sie erst die Schultern folgen. Drehen Sie Ihre Schultern anschließend in die andere Richtung. Legen Sie den Kopf etwas nach hinten. Öffnen Sie Ihre Augen und schauen Sie weit nach hinten. Atmen Sie wieder 3-mal. Drehen Sie wieder zuerst den Kopf mit geöffneten Augen langsam nach vorn, die Schultern folgen. Schließen Sie die Übung ab, indem Sie den ganzen Körper sanft ausschütteln und wieder einen kurzen Moment nachspüren. Stellen Sie sich auf beide Füße, Füße parallel und etwa schulterbreit. Setzen Sie sich mit dem Gesäß hinten an die Wand. Die Arme lassen Sie entspannt neben dem Körper herunterhängen. Wenn sich die Position anstrengend anfühlt, schieben Sie Ihr Gesäß mit Zuhilfenahme der Hände langsam und möglichst ohne die Bauchmuskeln anzuspannen, wenige Zentimeter an der Wand nach oben. Ziehen Sie auch die Füße ein paar Zentimeter in Richtung Wand zurück. Spüren Sie hinein. Am besten ohne etwas von Ihrem Körper zu erwarten. Atmen Sie. Und vielleicht beginnt Ihr Körper sich von allein zu bewegen. Neurogenes Zittern. Das können langsame oder schnelle Bewegungen sein, gut sichtbar und spürbar, oder es zeigt sich nur innerlich als Pulsieren oder Strömen, Fließen oder Zucken. Sobald die Spannung in den Beinen sich anstrengend anfühlt, schieben Sie Ihr Becken wieder ein paar Zentimeter an der Wand nach oben. Wiederholen Sie das ruhig so oft Sie möchten. Denn mit weniger Spannung zeigt sich das neurogene Zittern manchmal deutlicher. Lassen Sie die selbstheilenden Bewegungen einfach geschehen. Beobachten Sie. Bleiben Sie mit Ihren Gedanken im Hier und Jetzt. Alles, was sich zeigt, ist gut und richtig. Sogar wenn sich anfangs noch gar nichts zeigen sollte. Ihr Körper hat jetzt die Führung. Immer,
Wenn es sich nicht mehr angenehm anfühlt, schieben Sie Ihr Gesäß wieder wenige Zentimeter an der Wand hoch. Sie stehen immer aufrechter, Ihre Knie leicht gebeugt. Versuchen Sie, die Bewegungen zu genießen. Ihr Körper kennt den Weg. Und Sie können ihm zuschauen, wie er loslässt und von allein übermäßige Spannung abbaut. Am besten haben Sie eine gut sichtbare Uhr in der Nähe, denn nach etwa 5 Minuten wechseln Sie die Position, schieben Ihr Gesäß von der Wand weg, die Knie bleiben gebeugt und Sie lassen Ihren Oberkörper für etwa 1 Minute hinunterhängen. Atmen Sie tief und regelmäßig. Erlauben Sie Ihrem Körper, sich weiter zu bewegen. Lassen Sie die Bewegungen geschehen. Richten Sie sich dann langsam auf, atmen Sie dabei regelmäßig weiter und stützen Sie sich beim Aufrichten ruhig an den Oberschenkeln ab. Beenden Sie das neurogene Zittern im Stehen, indem Sie einen Moment nachspüren und vielleicht dabei zuschauen, wie sich das erst etwas aufgeschüttelte Gefühl in Ruhe verwandelt. Legen Sie sich auf den Rücken auf den Boden. Ihre Beine in Schmetterlingsstellung, Fußsohlen aneinander. Spüren Sie den Boden, wie er Sie stützt und trägt. Dann pressen Sie die Fersen aneinander und mit der Spannung in den Beinen heben Sie Ihr Becken vom Boden weg und halten es 1 Minute lang möglichst unangestrengt in der Luft. Atmen Sie regelmäßig. Beobachten Sie, wie sich die Muskulatur im Becken zu bewegen beginnt, wie sich das ganze Becken bewegt und vielleicht noch mehr im Körper zu schwingen beginnt. Nach etwa 1 Minute legen Sie Ihr Becken wieder sanft auf den Boden ab und lassen bewusst los. Spüren Sie den Unterschied zwischen der kurzen Anstrengung von gerade eben und dem Loslassen jetzt in diesem Moment. Dann bewegen Sie Ihre Knie ungefähr 5 cm aufeinander zu und bleiben in dieser Position. Vielleicht stellt sich schon eine Bewegung ein. Vielleicht möchte Ihr Körper noch ein wenig damit warten. Bleiben Sie in Ihrer Wohlfühlzone. Sie können die Übung auch mit offenen Augen machen, wenn sich das für Sie besser anfühlt. Sie sind mit Ihrer Aufmerksamkeit ganz im Hier und Jetzt. Machen Sie während des neurogenen Zitterns mindestens eine, besser sogar mehrere Pausen. Dafür lassen Sie Ihre Knie einfach auseinanderfallen. Dadurch, dass die Bewegung stoppt, geht Ihr Körper automatisch in die Entspannung, die Sie in der Pause erleben und spüren können. Verstärken Sie Ihre Entspannung zum Beispiel mit Selbstberührung. Legen Sie Ihre Hände dafür einfach dahin, wo es sich gut anfühlt. Nach der Pause können Sie mit dem neurogenen Zittern fortfahren, indem Sie mit den Beinen ungefähr in die letzte Position vor dem Zittern zurückkehren und Ihre Knie wieder ein wenig schließen. Sie können das neurogene Zittern beenden, indem Sie Ihre Beine strecken. Bleiben Sie nach dem neurogenen Zittern für die Integration noch mindestens 5 Minuten liegen. Zum Schluss möchten wir Sie noch auf unser Buch hinweisen, mit vielen Infos, Tipps und Übungsvarianten.